Gegen Ende des 4. Kriegsjahres wurde die Eröffnung des 6. Landesschießens in der Zeit schwerster Beanspruchung der Nation zu einem neuerlichen Bekenntnis des Gaues Tirol-Vorarlberg für Führer und Reich. In leuchtendem Rot, mit den weißen Scheiben und den schwarzen Hakenkreuzen, prunkt der gewaltige Fahnenblock der Partei. Neben ihm kündet der farbenbunte Wald der Standschützenfahnen von kriegerischen Taten der Vergangenheit. Zu einer unübersehbaren Menge spricht Gauleiter und Reichsstatthalter Franz Hofer vom alten Wehrgeist in Tirol-Vorarlberg, den der deutsche Stamm dieses Gaues nunmehr wiederum in der Tat offenbart. Unter den Standschützen finden sich Gestalten wie aus den Bildern Defreckers geschnitten. Männer mit weißen Bärten, kühnen Augen und noch immer straffen Gestalten sind die Vorbilder der Jugend. Ordnungen der großdeutschen Wehrmacht bilden die Spitze des Vorbeimarsches. Heer, Luftwaffe, Marine und Waffen-SS marschieren nacheinander mit ihren Musikzügen vorbei. Dann kommt die Partei des Führers. Erst die SA, dann die politischen Leiter, ein Kreis des Gaues nach dem anderen. Nun naht den Rennweg herauf die Spitze der Standschützen. Ein Fahnenschwinger aus Meran lässt das grün-weiße seidene Tuch meisterhaft im Rhythmus kreisen. Jubelnd begrüßt ziehen Reiter aus Südtirol heran,
denen dann vom tobenden Beifall überschüttet die Standschützen aus Südtirol und aus dem Kreis Lienz folgen, die in großer Zahl als Gäste am Landeschießen zu Innsbruck teilnehmen. Bunt und verschieden in der Tracht ihrer Talschaften kommen die Standschützenkompanien des Gaues vorbei. Aber einheitlich ist ihre Haltung, so wie jeder stolz die Waffe trägt, als Ausdruck wehrhafter Gesinnung und Einsatzbereitschaft. Die Standschützen wussten von jeher, was sie im Kampfe brauchten. Neben dem Gewehr tragen ihre Zimmerleute das Gerät, um Verhack und Verhau errichten zu können oder den Kämpfern den Weg zu bahnen. Die alte Holzkanone aus den Freiheitskriegen kündet das Kommen der Jungschützenkompanien an. Sie sind im Gau seit dem letzten Landesschießen bedeutend mehr geworden. Ihre Hauptleute marschieren ebenso wie ihre Männer mit dem Ernst und der Würde der Alten. Die kleinen Marketenterinnen sind mitunter in dem unbekannten Getriebe noch etwas zaghaft, halten sich aber trotzdem tapfer in ihrer Rolle. Nun machen die Jungschützen Front. Kommandos ertönen und werden ausgeführt. Der exakte Knall einer Salve hallt über den Platz.
nachdem die Jungschützenkompanie präsentiert hat, meldet ihr Hauptmann dem Gauleiter und Reichsstatthalter, Landesoberstschützenmeister Franz Hofer, den Schluss des Vorbeimarsches. Vor dem Hauptschießstand Innsbruck herrscht während der Tage des Landesschießens reges Leben. Bekannte und Unbekannte aus dem Gau und von außerhalb finden sich hier in der Gemeinschaft zusammen. Während an den Ständen ohne Unterlass die Stutzen krachen und mit heißem Eifer um die Ehre gerungen wird, zu den guten Schützen zu zählen, gliedern sich im freien Brauchtumsveranstaltungen in den Rahmen des Landesschießens ein. Über dem ganzen Feste der Volksgemeinschaft und des Bekenntnisses der wehrbereiten Treue, das in den wunderbaren Rahmen der Innsbrucker Bergwelt gestellt ist, weht die Fahne aller Deutschen, die Fahne des Führers.